Mitte der 70er Jahre konzentrierte sich ihre Rache ganz auf Jakob und seine Familie. Denn der jordanische Geheimdienst hatte 1972 herausgefunden, dass es dieser jüdische Professor gewesen war, der die entscheidende Entdeckung machte, einen Angriffsplan zu entwickeln, der schließlich zur Eroberung der Altstadt am 7. Juni 1967 führte. Es soll angeblich geheimes Videomaterial einer Besprechung in Riad aus dem... In dieser Folge tauchen wir tief in die Geschichte des Thrillers Hinter dem Schleier der Welt von Daniel Leon ein. Daniel erklärt, wie reale Orte Israels, archäologische Funde und persönliche Visionen zu einem vielschichtigen Erzählkosmos verschmelzen. Seine Expertise als Autor eines Fachbuches über den Nahostkonflikt verleiht dem Roman eine außergewöhnliche Authentizität, eine Reise zwischen Licht und Dunkelheit, Glauben und Erkenntnis. Der Mann schreibt hier nicht aus Bauchgefühl oder weil er eine Meinung hat, sondern weil er tief eingetaucht ist, wissenschaftlich, historisch, faktisch. Und genau diese Tiefe macht seinen Roman so besonders. Daniel und Jörg, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Hallo. Starten wir direkt los mit meiner ersten Frage, die ich an dich habe, Daniel. Israel ist ja nicht nur Kulisse, sondern Herz deiner Geschichte. Du hast dich intensiv mit der Region beschäftigt und sogar, wie vorhin schon gehört, ein Fachbuch über den Nahostkonflikt veröffentlicht. Das ist wichtig, weil dein Roman eben nicht aus persönlicher Sympathie heraus entstanden ist, sondern auf fundiertem Wissen basiert. Und du verwebst dieses Wissen mit Symbolik, Jerusalem, Wüste, Licht und Schatten. Gibt es Figuren, die du als Archetypen angelegt hast oder kamen die von selbst? Also da gibt es eine Figur, die auf jeden Fall Archetyp ist. Das ist der Dor. Das ist diese mächtige Engelsgestalt am Anfang und die habe ich als Archetyp geschrieben für den Himmel, der über der Erde dominiert, also für die himmlische Realität, die weit mächtiger ist als die natürliche, als die irdische Realität und letztendlich auch alles andere dominiert und da geht es auch in dem Roman drum, also quasi man könnte auch sagen, wie der Geist über der Materie herrscht und letztendlich sie dominiert. Und die weiteren Archetypen ist ja nicht nur einer. Die weiteren Archetypen sind, also du meinst Urbilder. Genau, richtig. Genau, ja, Urbilder. Das andere Urbild ist einfach das Urbild von einem zerbrochenen Menschen oder von zerbrochenen Menschen, die heil werden können, die den Weg der Heilung finden. Und das war mir ganz wichtig, das auch im Roman anzulegen, schon von Anfang an, dass es eine Reise ist, immer mehr zur Ganzheit. Und zwar in Begleitung sozusagen der himmlischen Realität oder im Kontext zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen. Die Grundidee dieses Romans ist ja eigentlich schnell erzählt und gleichzeitig ziemlich groß. Es gibt eine Realität, die wir nicht sehen können und genau diese unsichtbare Ebene ist das Fundament von dem, was wir hier als Wirklichkeit erleben. Spannend ist, das ist kein rein spiritueller Gedanke. Auch die moderne Naturwissenschaft stolpert immer wieder über genau diesen Punkt. Ob wir über den Urknall sprechen oder über Erbinformation. Am Anfang steht nicht Materie, sondern Information. Ein Code, eine Ordnung, etwas, das Struktur vorgibt, bevor überhaupt etwas fest wird. Und genau hier verbindet der Roman Naturwissenschaft mit einem sehr alten Gedanken, dem biblischen Logos, dem Schöpfungswort. Nicht als religiöse Keule, sondern als Konzept. Logos heißt eben nicht nur Wort, sondern auch Sinn, Logik, Information. Am Anfang steht also nicht Chaos, sondern Bedeutung, nicht Masse, sondern Ordnung. Und dieses berühmte Es werde Licht ist in diesem Kontext weniger ein Lichtschalter, sondern der Moment, in dem Information wirksam wird. Und genau dieses Licht begleitet uns im Roman durch Zweifel, durch Dunkelheit, durch all die Schichten, die wir normalerweise nicht sehen wollen.
Die Leitgedanke ist, es gibt zwei Realitäten und deswegen beschreibe ich in dem Roman zwei Realitäten, einfach die geistige oder himmlische Realität und dann die irdische, natürliche Realität. Und der Leitgedanke ist, dass die himmlische Realität, das was im Himmel, also im Kosmos, auch im Himmel, im Geist quasi passiert, letztendlich die Geschehnisse auf der Erde bedingt, dass die Kämpfe zum Beispiel, die ich schildere, die Dor hat mit anderen mächtigen Engeln und so weiter, dass die Auswirkungen haben auf die Erde, auf die Geschehnisse der Erde. Und das beschreibt auch die Bibel, wenn man da reingeht, selber sehr gut, wie die himmlische Welt in die natürliche eingreift. Und das ist ja auch ein Typos oder ein Topos von vielen anderen mythologischen Geschichten, dass die eine metaphysische Realität in die natürliche eintritt und sie dominiert und beeinflusst. Meinst du das tatsächlich, dass das genau so ist, oder ist das nur in deinem Roman so, in deiner Fantasie so? Dass tatsächlich, sage ich mal, eine Realität, die nicht sichtbar ist, eine Dominanz hat auf die, sichtbare Welt, auf die reale, materielle Welt? Ich sehe das immer wieder, also ich sehe das in meinem Leben. Ich habe ja in meinem letzten Podcast schon ein bisschen das angeschnitten, welche Erfahrungen ich mit dämonischen oder auch mit himmlischen Mächten hatte, und absolut, ich erlebe das immer wieder, wenn wir als Christen beten zum Beispiel. Wir glauben an die Macht des Gebets, dass Dinge sich verändern, dass Wunder passieren, wenn man betet. Natürlich, die ganze Bibel beruht auf diesem Prinzip, dass das gebetet wird und dass übernatürliche Mächte in die Welt eingreifen. Und das nennt die Bibel Wunder zum Beispiel, ganz einfach. Wenn normale physikalisch-wissenschaftliche Vorgänge, Naturgesetze durchbrochen werden von einem höheren Naturgesetz, in Anführungszeichen, das wir vielleicht noch gar nicht kennen, auf jeden Fall eins, was einfach mächtiger ist und das dominieren kann. Würdest du diese Macht einfach nur Universum nennen? Ich glaube, viele Menschen haben verschiedene Namen dafür, und das ist ja auch der Grund von Religion, dass die Menschen versuchen, das Unbeschreibbare zu beschreiben, das, was sie nicht verstehen. Ich als Christ denke natürlich, oder ich sage, ich weiß, dass es Gott ist, dass der Gott Israels in die Geschichte der Welt eingreift, und das wurde auch ganz deutlich eben an der großen Erzählung, dass ein Gott, Jesus Christus, Mensch geworden ist, Fleisch geworden ist und quasi in beiden Wesensheiten zu Hause war und dadurch Erlösung, Heil bringen konnte. Das ist das Grundparadigma der Bibel des Neuen Testamentes. Während du den Roman entwickelt hast, hast du ja unterschiedliche Bilder im Kopf gehabt, und du hast ja auch wiederkehrende Symboliken oder Bilder gehabt. Hat dich selbst irgendeins dieser wiederkehrenden Bilder oder dessen, was sich dort aufgebaut hat, überrascht? Also, dass du sagst, das hätte ich mir jetzt gar nicht so erwartet, dass das sich so aufbaut? Ja, und zwar, ich hatte immer wieder Bild des Löwen und auch eines Adlers, und ich habe ja die Figur am Anfang so beschrieben, auch Anlehnung an die Bibel, dass das Gesicht eines Löwen darin war, aber dieser Löwe kam mir immer wieder vor und mehr als ich gedacht habe. Und der Löwe wird in der Bibel immer wieder oder in der Heraldik, und die Heraldik hat es sogar aus der Bibel, dass der Löwe immer für Macht, Autorität, Herrschaft steht. Jesus Christus wird am Ende als der Löwe aus dem Stamm Juda beschrieben, der auch so wiederkommen wird. Also diese beiden Elemente, das Lamm auf der einen Seite, das geschlachtet wurde, auf der anderen Seite der Löwe, also dieses dienende Element und dieses herrschende Element verbunden. Und das hat mich immer wieder, das ging dann so weit, dass ich irgendwann in einer israelischen Geheimdienstoperation, die ich dann später im Buch beschreibe, die hieß dann Operation Weißer Löwe. Und das kam dann immer wieder. Dann hatten Leute in dem Roman Träume von Löwen und irgendwie ganz wirres Zeug, was da auf mich dann an Inspiration einströmte, sozusagen. Und ich habe das dann einfach aufgeschrieben, ja, genau.
Okay. Also das heißt, in dem Moment war das tatsächlich der weiße Löwe, wurde zur Realität. Ja. Das, was du vorher als Löwe gedacht hast. Absolut, ja. Es wurde für mich wirklich zur Realität. Ich hatte dann auch eine Vision darüber und ja, absolut. Also das ist vieles, was in dem Buch geschrieben ist. Das ist zumindest subjektiv erlebt, ja. Aber eine Figur, muss ich ja ganz ehrlich sagen, als ich das Buch gelesen habe, ist ganz klar für mich die einen sofort fesselt, die einen sofort mitnimmt, ist einfach dieser Dor, ne? Der Engel, den du ja auch live gesehen hast und auch immer wieder mal siehst. Seid ihr ja nicht per Du? Doch, wir sind per Du. Also okay, definitiv. Okay. Er ist älter als du, ne? Ja, er lebte schon vor mir. Er war vor mir. Diverse Äonen. Ja, genau. Ja, es ist lustig, sich mit ihm zu unterhalten, so finde ich. Ja. Okay. Aber das ist natürlich auch Dennis, der Mensch, der zweifelt, kämpft und sucht. Ne? Was verbindet die beiden? Also warum braucht diese Geschichte eine gebrochene Männerfigur wie Dennis und dann so einen gigantischen Engel? Also da wollte ich diese zwei Pole darstellen. Also dieses mächtige, himmlische, strahlende und dieses gebrochene irdische. Und die Bibel erzählt uns von ganz am Anfang von einem Sündenfall, wo der Mensch das Paradies verloren hat letztendlich. Einfach durch Ungehorsam und durch Rebellion. Und da kam dann diese Gebrochenheit in die Welt seitdem. Und das ist ja auch der Grund, warum dann später Jesus Christus kommen musste, um uns wieder zurückzuführen in diesen Zustand. Und diese Gebrochenheit auf der einen Seite ist einfach zutiefst menschlich und die Menschheit ist zerbrochen. Und das kristallisiert sich in der Figur des Dennis heraus. Und das wollte ich einfach ganz klar beschreiben. Und auch diesen Gegensatz zwischen dem, wie es sein kann, wie auch, glaube ich, die Bibel sagt, wie die Menschen auch wiederhergestellt werden und mit Gott dann auch im Himmel herrschen werden. Da ist die Bibel sehr klar. Und wie es aber auch jetzt ist, einfach in dieser Gebrochenheit. Jörg, du hattest das ja auch gesagt, ne, dass in dieser Geschichte, als du das gelesen hast, du hast ja deine Familie immerhin weggeschickt, ne, sodass du in Ruhe lesen konntest, da ist ja auch der Engel für dich, glaube ich, schon ein sehr zentraler Punkt gewesen. Ne? So, was war da, was dich sofort gecasht hat? Also, ja, gecasht ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich finde diese Figur Dor, jetzt muss ich gerade nach Worten suchen. Also so real auf der einen Seite und so überirdisch auf der anderen. Also er ist irgendwie was nicht Greifbares und doch so unglaublich Mächtiges. Also wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, über diese Situation, wo Dennis besoffen durch Berlin eiert. Ja, und genau in dieser Situation habe ich ja auch so erwähnt, wie beeindruckend ich das finde, dass eine himmlische Gestalt, ein Wesen aus einer anderen Dimension von Gott gesandt, mit einem Auftrag unterwegs ist, diesen einen Menschen von 8 Milliarden oder wie viel wir gerade sind, genau diesen einen Menschen anzuschauen, auf ihn zu achten, seine Berufung und seinen Charakter zu testen und zu befördern. Das beeindruckt mich an diesem Wesen, dass der so beides in sich hat. Also Daniel beschreibt den ja in dem Buch als unglaublich emotional und dann aber auch wieder so überragend und unbezwingbar und einfach außerirdisch, überirdisch. Das finde ich schon faszinierend. Im Buch selber gibt es ja so eine Passage. Hast du die gerade zur Verfügung? Gerade. Wir tun jetzt mal so, als ob wir das nicht vorbereitet haben. Ganz zufällig. Genau. Jetzt stand er ganz ruhig, atmete tief ein und legte seine Flügel so triumphierend wie elegant um seinen muskulösen Körper. Er war eine stattliche Erscheinung, etwa 20 Meter groß nach menschlichem Maß, und seine Silhouette warf einen langen Schatten auf das rotglühende Land. Man hatte ihn schon in anderen Erscheinungen erblickt, aber die ihn in dieser Gestalt sahen, beschrieben ihn so. Aus seiner Mitte strahlte gleißendes Licht hervor, wie aus einer verborgenen Quelle, und um seine Hüfte war ein goldener Gürtel geschlungen. Seine Brust glänzte wie ein türkiser Edelstein, und seine Augen waren wie Feuerfackeln. Er hatte 2 Gesichter, vorne das Antlitz eines Adlers, und er blickte kühn und entschlossen,
und seine Augen durchdrangen alles und nichts war vor ihnen verborgen. Sein anderes aber war das eines Löwen, und seine Augen blickten wild, und sie offenbarten seinen unbedingten Willen zu erobern, ja zu herrschen, und sie leuchteten in einem satten Grünton und besaßen den Glanz unbezwingbaren Lebens. Seine Flügel aber waren die Schwingen eines Adlers, mit schneeweißen Federn, lang wie eines Mannes Arm, und die Säume schimmerten in Gold und Silber, darunter waren Menschenhände. So stand Dor, das war sein Name, und er bedeutet Generation oder Zeitalter, einsam und bewegungslos wie eine Statue aus weißem Granit über der flimmernden Ebene, und er blickte ausdruckslos in die Gluthölle zu seinen Füßen. Das ist ja schon ganz schön krass, Daniel, ne? Also das, was du da entworfen hast, alter Finde ich auch, wenn ich das jetzt lese. Ja, wenn du das jetzt so hörst und liest, so, was denkst du jetzt gerade? Ich meine, das ist ja von dir, das ist aus dir rausgekommen. Ja, Alter. das ist schon komisch, aber auch elektrisierend. Also nach wie vor, ich finde es einfach, ich hab das beschrieben, was ich so immer wieder sehe, und ich habe auch viel aus der Bilderwelt. Also ich bin in der Bilderwelt der Bibel daheim, und die Bibel ist einfach ein gewaltiges Buch, und da sind viele Metaphern, grundlegende Bilder angelegt. Es ist einfach mächtig, und ich glaube, da ist einfach was rübergeschwappt in die natürliche Welt, in mein Schreiben vielleicht rein oder so. Aber jetzt hast du ja, ich meine, du hast viele solche, ausführlichen Interpretationen oder Darstellungen von ganz bestimmten Archetypen, die in dem Roman natürlich vorkommen, ganz klar. Da sind ja noch andere, da wollen wir gar nicht so viel von zu erzählen. Aber es gibt natürlich auch noch die anderen Protagonisten. Esther ist zum Beispiel jemand. Was macht Esther für dich zur zentralen Figur, obwohl sie nicht im Mittelpunkt der Handlung steht? Und was hat sie da überhaupt zu suchen? Esther ist natürlich auch zerbrochen, aber eine ganz wichtige Ebene, die gar nicht so einfach ist die Ebene, dass sie eine Metapher ist, ein Bild für das Gegenüber von Gott, also für das, wie eigentlich wie die Christen als Gegenüber von Gott angelegt sind. Der Mensch ist ursprünglich als Gegenüber von Gott angelegt, und es geht um Gemeinschaft, und er ist auf einer relativ gleichen Ebene, und diese Beziehung ist zerbrochen, und die Bibel sagt dazu, Jesus hat seine Braut, und Jesus wird seine Braut, Gemeinde, das heißt seine Kirche, seine Christen wieder vereinen. Das wird irgendwann kommen, und ich habe diese Esther so angelegt als quasi als Braut für diese Figur, und für das Ende von Geschichte, und deswegen sagt auch die eine Figur auch, da wo sie in der Wüste stirbt, mehr sage ich dann auch nicht dazu, die sagt dann, befreie meine Braut. Wieso seine Braut? Und das ist auch ein Geheimnis. Und das wird sich aber lüften im Laufe des Buches. Es gibt auch noch einen namenlosen Mann. Wie heißt der? Oh, wo soll ich jetzt alles verraten? Hier, das ist doch dann langweilig. Nein, okay. Aber man hat das Gefühl, er sagt wenig, aber alles dreht sich um ihn. Was bedeutet dir diese Stille dieser Figur? Warum hast du sie so Also erstmal ist diese Figur in ihrer ganzen Demut und Stille die absolut wichtigste Figur der gesamten Handlung und trägt alles, und mehr sage ich dazu nicht. Aber gerade deswegen muss sie auch gar nicht viel reden. Die wirkt einfach durch ihre Präsenz, die einfach da ist. Und genau, deswegen habe ich auch gar nicht große Stimme gegeben. Die ist einfach da und handelt und wirkt so. Deswegen ist sie auch namenlos, weil ich denke mal, so ging es mir jedenfalls, im Laufe des Lesens versteht man, um wen es da geht. Das ist schon sehr spannend. Ist gut angelegt. Danke. Ja. Da gibt's aber noch jemanden, den Henrik Lewis. Der Henrik. Ja, inmitten aller Dunkelheit, inmitten dieser Dunkelheit gibt es eine Stimme, die Ruhe bringt. Warum war dir diese Art von Sprache wichtig? Also der Henrik Lewis ist ein ganz normaler Prediger, und einfach wie er überall anzutreffen ist, in der kleinen Kirche, und der soll einfach so spricht für mich, für das unaufgeregte Christentum. Also es gibt ja viele Auswüchse von sehr ekstatischen und überreligiösen Christentum, und ich habe oder auch Sekten. Ich habe gestern gerade ein Drama über die Mennoniten, über die Mormonen gesehen, im Utah-Krieg in den USA. Die sind nicht zu verwechseln übrigens.
Ist nicht, nein, absolut, ich habe nicht gesagt, aber es gibt solche Auswüchse, die halt auf dem christlichen Glauben beruhen und viele sektenhafte Vereinigungen dann, die dann extrem überziehen und dann wirklich auch in eine Richtung gehen, wo sie dann in ihrem Fanatismus, ähnlich wie Islamisten, dann Leute töten. Und sowas geht überhaupt nicht. Und dann, da wollte ich einfach eine absolut ruhige und seriöse Stimme für das Christentum sprechen lassen. Also, dass die Leute denken, ja, es gibt auch noch normale Christen. Irgendwie. Was ist denn normal? Was ist normal? Das wäre auch eine weitere Frage. Was ist normal? Genau. Aber da gibt's ja noch einen Kommissar. Ja, was passiert denn, wenn Vernunft auf etwas trifft, das sich nicht rational erklären lässt? Denn ist ja so, ein Kommissar ist ja etwas, der sucht ja sehr vernünftig nach Lösungen, ne? Und sagt so, wir brauchen was brauchen die? Die brauchen einen Tatbestand, ne? Die brauchen Indizien, sind nicht so gut, aber der beschäftigt sich ja mit Dingen, die wirklich nicht rational sind. Der Kommissar ist auch schnell überfordert in der Geschichte. Ja. Definitiv. Und er endet dann auch von einer sehr interessanter Art und Weise, wird natürlich auch nicht erzählt. Aber also das hat ihn natürlich auch in seinem Weltbild völlig erschüttert, diese Geschehnisse, und ihn auch zum Hinterfragen gebracht über, was ist Realität, was ist Wirklichkeit. Gibt es vielleicht doch eine Instanz, die mich hält, eine höhere Macht, die irgendwie alles lenkt, ist alles Zufall? Also diese ganz wichtigen Fragen, die sind natürlich bei ihm voll losgebrochen, ja. Also ist das eigentlich ein Typ, so wie jede Geschichte ihn braucht, ne? Einer, der einfach nur verstehen will. So ein Versteher. Und jetzt habe ich halt als Kommissar dann angelegt, weil die Kommissare, die wollen ja immer alles verstehen. Ja. Aber dann gibt's natürlich auch noch was, so tolle Sachen, wo man echt denkt, so Alter, was geht denn da jetzt ab? Also so ging's mir zumindest auch. Ja, so die Ausgeburten der Hölle. Ja, das ist ziemlich krass. Oh, ja. Krasse Geschichte. Ja. Aber ich glaube, da hat auch in dem Moment nicht nur Daniel was zu sagen. Ja, lass mal nicht reden. Also ich bin eigentlich jemand, ich hasse diese Ausgeburten der Hölle leidenschaftlich. Also wenn ich auf dämonische Mächte treffe, wir sind keine Freunde und werden es auch in Zukunft niemals werden. Aber diese Figuren und die Beschreibung von dem, was da losgeht, das war schon sehr, sehr reizvoll und spannend zu sprechen und zu erzählen. Ja, also ich mache mal ein Beispiel. Ein riesiger, schwarz-silberner Rüssel aus Myriaden von Kreaturen aus den Tiefen der Galaxis vereinigte sich mit der Brut im Haus zu einer gewaltigen Streitmacht. Sie wurden eingesaugt in das Haus, angezogen von der pulsierenden schwarzen Masse dort unten, einem geheimen Plan folgend, bis die Landschaft bedeckt war von krabbelnden, in Hochfrequenz kreischenden Spinnen, bis Dors Kopf widerhallte von dem Inferno und er benommen zu Boden stürzte. Er konnte nicht sehen, was im Haus vor sich ging, doch noch immer glitten die Horden in gewaltiger Zahl durch diesen Rüssel, diesen Tunnel der Hölle, und da das Haus zu eng wurde, wichen sie aus in das ganze Umland. Bald war jeder Kubikmillimeter Luft auf einer Fläche von 5 Quadratkilometern und in einer Höhe von 20 Kilometern von dieser schwarzen Wolke erfüllt. Plötzlich sah Dor silbrig schimmernde, lebende Wände um sich und Todesangst erfasste ihn. Er wusste, dass keine dieser Kreaturen ihn berühren konnte. Sie lösten sich auf, sobald sie seinen Leib, der aus Licht bestand, berührten. Aber es war nur eine Vorhut der Fürsten der Luft. Und eine solche Menge hatte er noch nie erlebt. Das erinnert an Stephen King, an diesen Horrorautor. Ja. Und tatsächlich war Stephen King, muss ich gleich kurz erzählen, ist eine Inspiration für mich. Der hat nicht nur Horror geschrieben, er hat mächtige, epische Geschichten geschrieben. Da gibt's eine Chronik, die Dunkle Turmchronik, kann ich jedem empfehlen. Also das ist umfangreich als Herr der Ringe. Es ist einfach ein mächtiges Werk. Und also, der hat auch einiges verstanden von diesen Realitäten. Und davon habe ich natürlich ein bisschen was genommen. Also künstlerische Freiheit natürlich. Aber was haben die für eine Aufgabe? Du meinst diese dämonischen Mächte jetzt? Ja, was haben die da für eine Aufgabe? Dass du sie auch so in Szene setzt. Das ist ja schon krass. Also ich wollte jetzt ganz klar als Gegenüber von Licht und Dunkelheit. Und ist ja der Grundkampf eigentlich der Welt immer. Und die Bibel schreibt immer wieder von diesem Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Und das Licht ist mächtig, haben wir ja schon gesehen, strahlend, aber die Dunkelheit ist eben auch nicht zu unterschätzen. Und wie gesagt, ich habe selber
einige auch Begegnungen der dritten Art gehabt, unheimliche Begegnungen der dritten Art. Ich habe diese Viecher zum Teil, auch was ich hier beschreibe, habe ich übrigens tatsächlich auch gesehen. Diese Spinnentiere hatte ich genau so gesehen, wie ich sie beschrieben habe. Das ist auch nicht nur Fiktion. Und es ist schon spooky, aber letztendlich siegt ja dann das Licht und das wird ja schon von Anfang an relativ klar. Ja. Jetzt gibt es dabei noch eine Engelsgestalt, ne? Die etwas mit Dor zu tun hat. Wer ist das? Jetzt muss mir helfen. Welche Engel? Talmon? Ach, den Kollegen vom Dor, genau. Talmon ist quasi, das ist sozusagen der, wenn man sagen könnte, Dor ist so der Oberbefehlshaber, dann könnte man Talmon als seinen ersten General bezeichnen. Also auch ein hoher Offizier in der himmlischen Hierarchie, der ihm quasi zugeordnet ist. Und genau, so würde ich ihn beschreiben. Und der ihn auch ein bisschen runterholt, weil der Dor ist manchmal ein bisschen, kommt dann auch vor ein bisschen auch manchmal ein bisschen über emotional und auch über aktiv und so weiter und tatkräftig und so. Und der Talmon, der bringt ihn immer ein bisschen zur Ruhe. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt gerade so die Idee so, ist das ein Wunschbild von dir, wie du vielleicht wärst? Nein, nicht doch, ja. Also vielleicht beides. Also, ja. Ich wäre schon wie Dor, aber Talmon-Elemente sind auch nicht schlecht, ja. Okay. Talmon ist halt immer vernünftig. Ja, genau. Und was ich an Talmon besonders mag, ist, er kommt immer an und nimmt den Dor an die Seite und erinnert ihn auf eine unglaublich sanfte und liebevolle und freundschaftliche Weise. Mensch, Dor, du kennst doch die Verheißungen unseres Gottes. Du weißt doch, dass wir siegen. Ja, und kommt aber nicht mit so einem, jetzt stell dich nicht so an, sondern baut ihn immer wieder auf. Ich mag den Talmon sehr. Ja, diese Erinnerung brauchen wir immer wieder. Genau. Ja. Jetzt haben wir aber auch geheime Orte und verborgene Wahrheiten in der ganzen Geschichte. Logisch, ja. Es geht ja um einen Schleier und es geht ja auch um Israel. Ja, aber ein Teil, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der mich besonders gepackt hat, ist deine Beschreibung der Orte, Tunnel, Mauern und der Stille, die da drin so herrschen. Ja, wie viel davon beruht auf echten Schauplätzen? Wie viel ist davon Fantasie? Und woher kennst du diese, wenn es echte Schauplätze sind? Also ich würde mal Pi nach Daumen sagen, ich würde sagen 80% sind Realität, 20% sind fiktiv. Viele dieser Schauplätze habe ich in Israel selber gesehen. Also zum Beispiel habe ich schon im ersten Podcast erwähnt, dieser Hiskia-Tunnel, der in der Bibel beschrieben ist, der 650 vor Christus gebaut wurde und dann jetzt im letzten Jahrhundert tatsächlich entdeckt wurde. Davor hat es auch als Legende gegolten, aber die Bibel bestätigt sich immer wieder auf erstaunliche Art und Weise und das war eben genau so, ist dieser Tunnel auch erschienen, ausgegraben worden, wie er beschrieben wurde. Man hat dann sogar die Kennzeichnungen oder die Arbeitsanweisungen der Bauleute damals, die haben sie in den Tunnel reingeritzt gesehen und die haben ohne technische Hilfsmittel exakt gegraben. Also das gilt auch heute unter Wissenschaftlern als ein Meisterwerk der antiken Baukunst, dieser Tunnel. Und der Tunnel ist geöffnet. Und da kann man durchgehen, bin ich durchgegangen. Es ist extrem beeindruckend, der ist ungefähr einen knappen Kilometer, glaube ich, lang. Ein bisschen länger. Ist ein bisschen, okay. Da wird ein bisschen eng, ne? Ja, er ist sehr, sehr eng, definitiv. Und am Ende auch. Ja. Auch finde ich es interessant, wo die aufeinander treffen, ne? Diese Tunnelteile. Ja. Das ist ja wirklich sehr, 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 sehr genau. Voll. Ja, genau. Und dann ein weiterer Ort ist zum Beispiel das King David Hotel. Das ein nostalgisches, ehrwürdiges Hotel in Israel ist. Und da war das schon auch, wurden immer wieder internationale Konferenzen abgehalten. Dort wurde dann wichtige Dinge besprochen, wie es eben im Mandat mit Israel, mit Syrien, mit Irak, Iran weitergeht. Also das ist schon das atmet schon einen Hauch von echter Geschichte. Das ist schon mächtig, ja. Das ist auch ein mächtiges Hotel. Also wer sich da mal mit so ein bisschen umguckt, das ist schon sehr gigantisch. Und ich war dann später auch selber in einem Hotel eben drinnen. Und das kam mir dann plötzlich vertraut vor, weil ich habe es ja beschrieben. Ja. Also ich habe halt natürlich auch viel einfach geforscht. Und wie gesagt, ich habe auch ein Buch geschrieben, ins Fachbuch. Und da habe ich natürlich auch, kam dieses Hotel als Konferenzort immer wieder auch. Und
da war das mir einfach bekannt von die ganzen Geschichten um das Hotel und so weiter und da wurden Anschläge auf das Hotel verübt und versucht und so weiter und ganz krasse Geschichte, ganz Geheimdienste haben dort operiert, geheime Zellen gab's da, von arabischer, aber auch von jüdischer Seite, also total spannend, ja. Gibt es einen Ort im Buch, der für dich so echt ist, dass du ihn riechen kannst? Genau, also da habe ich mir überlegt, auch genau dieses Hotel, das ist genau das. Ich kam dann vor 10 Jahren da rein mit einem Freund, der war zufällig in Jerusalem und hat gesagt, ja komm, wir treffen uns doch mal im King David Hotel und so und dann habe ich das, war ich drinnen, habe diesen orientalischen Geruch auch gehabt, das ist ein gehobenes Hotel, wo es halt eine sehr, sehr gute arabische und auch jüdische Küche gibt und das riecht mir halt, diese Zitrusdüfte, das sind Olivenhaine in der Nähe, und dieses Flair, diesen mediterranen Flair, das konnte man da einfach spüren und das konnte man wirklich riechen, da konnte man Geschichte riechen. Auch diese ganzen alten britischen Generäle dann, die von den Wänden gestarrt haben als Ölgemälde eben, die da gewirkt haben. Der Hochkommissar von Britisch-Palästina, es war schon beeindruckend. Jetzt hast du ja aber auch von diesen ganzen Tunneln auch geredet, ne? Also ich meine, es gibt ja viele Tunnel unter Jerusalem. Man kann sich ja viele Dokumentationen dazu angucken, was ich auch getan habe. Natürlich, als ich das bei dir gelesen habe, habe ich gedacht, so, Alter, Moment, da muss ich ein bisschen mehr zu wissen. Vor allen Dingen auch sind ja auch Szenen da drin, wo du ja auch beschreibst, was da unten in so einem Tunnel sich plötzlich so, ja, wie soll ich sagen, etabliert hat, ne? Wie bist du denn jetzt bitte schön auf solche Passagen gekommen in deinem Buch, das so ausführlich zu schreiben? Denn da geht es ja auch um jordanische Geheimdienste. Jörg, ich glaube, du hast da auch so ein bisschen in der Richtung, dann warst du auch erstaunt, ne? Genauso wie ich. Wie hast du das empfunden? Ich habe das erstmal nur gelesen als wie so einen kleinen Geschichtsunterricht eigentlich. Also der Daniel beschäftigt sich ja in der Tiefe mit der israelischen Geschichte, da kommst du ja gar nicht hinterher erstmal. Und aber ich fand das spannend. Also je mehr ich weiß nicht, wie das ist für andere, aber mir geht es oft so, je mehr ich über ein Land oder über eine Kultur weiß oder über ihre Geschichte weiß, die ich ohnehin schon irgendwie angefangen habe zu lieben, umso tiefer wird die Liebe dann auch. Und umso stärker die Identifikation. Ich lese einfach mal was vor. Ja, mach das mal. Ja. Da geht es eben um die Rache an Jakob. Der wird vielleicht später noch auftauchen, wer das ist und warum. Mitte der 70er Jahre konzentrierte sich ihre Rache ganz auf Jakob und seine Familie. Denn der jordanische Geheimdienst hatte 1972 herausgefunden, dass es dieser jüdische Professor gewesen war, der die entscheidende Entdeckung machte, einen Angriffsplan zu entwickeln, der schließlich zur Eroberung der Altstadt am 7. Juni 1967 führte. Es soll angeblich geheimes Videomaterial einer Besprechung in Riad aus dem Jahr 1973 existieren. Darin wird der Befehl zur Liquidierung der Familie Stein gegeben. Doch ich habe es nie gelesen und die Quelle, die mir die Information lieferte, war höchst undurchsichtig. Aber es wird noch brisanter. Diffuse Gerüchte über die geheimen Grabungen Steins im Jahr 1967 lieferten den Arabern den Vorwand zu einem weiteren Krieg, nämlich dem Überfall auf Israel im Oktober 1973, dem Jom-Kippur-Krieg, der Israel an den Rand einer Niederlage brachte. Die Israelis, so wurde konkret argumentiert, seien dabei, geheime Tunnels zu graben, um den Tempelberg zu zerstören. Bei dem, was du jetzt dort gerade, oder was Jörg jetzt gerade verlesen hat, ja, was aus deiner Geschichte herausgeht, woher weißt du das alles? Ich habe den Krieg 1967, den Sechstagekrieg, studiert und auch im Zuge eben meiner Recherchen zu meinem Sachbuch über Israel und den Ostkonflikt. Und da weiß ich einiges, aber ich muss auch leider zugeben, vieles gerade in diesem Abschnitt ist Fiktion. Ich habe einfach Realität genommen und habe das dann fiktiv weiterentwickelt und das halt macht mir extrem Spaß einfach so, ja, wie es sein könnte, hätte sein können.
Also einiges ist tatsächlich sicherlich so nicht passiert. Aber es gibt ja auch noch einen weiteren Part da drin, der auch noch sehr, sehr, sehr dynamisch ist, ne? Ja. Jörg, hast du den eventuell auch gerade parat? Ja, nicht nur eventuell, sondern mit Absicht. Voller Zufall. Ja, damit. Der Premierminister Israels ging unruhig durch sein Büro. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes erklären, dass da ein uraltes System von Tunneln unter Jerusalem existiert. So verzweigt wie ein modernes U-Bahn-System mit dem geringfügigen Unterschied, dass es aus der Zeit nach der großen Flut stammen soll. Das wäre 3000 Jahre älter als der Gihon-Tunnel, der aus der Zeit der Jebusiter um 2000 vor Christus stammt. Der israelische Premier, der gemeinhin als besonnener Mann galt, redete vor Aufregung schneller als sonst und schüttelte ungläubig den Kopf. David konnte sich ein Lachen kaum verkneifen und sah verstohlen zu Gas, der neben ihm stand. Dieser hatte seine undurchdringlichste Miene aufgesetzt und niemand, außer Gott, wusste wohl, was in ihm vorging. Es klingt ja nicht gerade glaubwürdig, aber genau das, Sir, meinte ich. Die Augen des Staatsmannes bohrten sich in seine, als verlangten sie nach einer vernünftigen Erklärung, ohne die Gas dieses Büro auf keinen Fall verlassen würde. Also redete er weiter. Im Mai 1967 wurden von einem jüdischen Wissenschaftler unter Umständen, die höchst rätselhaft sind, alte Schriftrollen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus entdeckt. Sie beschreiben ein Tunnelsystem unter der Stadt Jerusalem, das schon um diese Zeit als uralt galt. Weder Ursprung noch Zweck dieser von Menschenhand angelegten Gänge sind bekannt. Unser Wissenschaftler stellte dann aufgrund dieser Aufzeichnungen seine eigenen Nachforschungen an. Er fand das beschriebene System tatsächlich. Die Ergebnisse der Grabungen, die die Altertumsbehörde daraufhin in enger Absprache mit dem Geheimdienst durchführte, sind so brisant, dass dieses System seit damals eines der bestgehüteten Geheimnisse Israels ist. Gas grinste verlegen. Die Tunnel durchziehen die ganze heutige Altstadt und scheinen ihren Ursprung unter dem Tempelberg zu haben. Die Forschungsergebnisse wurden aus Sorge über eine militärische Nutzung der Araber gegen Israel niemals publiziert, ja nicht einmal erwähnt. Okay, darf ich dazu auch noch was sagen? Na klar, wir brennen drauf. Herr Also, Autor, bitte. Das hier, also bin ich richtig begeistert. Das hier beruht tatsächlich auf einer wahrscheinlich historischen Geschichte. Und zwar, wir kennen alle die Sintflutberichte der Bibel und es ist übrigens in jeder Weltreligion gibt es unwahrscheinlich viele Mythologien über die Sintflutgeschichte und die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass es eine Erinnerung an eine wirkliche Urflut war, die es mal gegeben haben muss. Und tatsächlich ist eben vor 7.000, 8.000 Jahren, und das beschreibe ich jetzt hier, der Bosporus, das ist die Landbrücke zwischen Asien und Europa, ist durchgebrochen, weil Schmelzwasser, also die Gletscher abgeschmolzen sind und dieser Landbruch und dann sind die ganzen Wassermassen des Mittelmeers in dieses Becken gestürzt, das jetzt als Schwarzes Meer bekannt ist, also zwischen Asien und Europa. Und auf diese unvorstellbar große, mächtige Flut, die das auch gewesen war und die auch wirklich im kollektiven Gedächtnis der Menschheit einfach literarisch ja voll da ist, auf das beziehe ich mich und das spinne ich eben weiter, ja. Und das ist wohl wahrscheinlich, ja, die Entdeckung, die sie dann gemacht haben, nehme ich an. Was war dir denn in dem Moment wichtiger, die historische Genauigkeit oder die emotionale Wahrhaftigkeit? Beides. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und man kann historisch genau sein und man kann auch vor allen Dingen trockene historische Wahrheiten viel besser vermitteln, wenn sie emotional rüberkommen. Also ich kann eine Wahrheit generell, deswegen liebe ich Romane, du kannst Wahrheiten vermitteln auf einer emotionalen Ebene, die als Sachbuch niemals so treffen könnten, weil sie niemals das Herz so tief berühren würden, wie es Emotionen tun können. Und deswegen ist die Verbindung zwischen diesen beiden Dingen genau, also historische Genauigkeit und Emotionalität finde ich extrem machtvoll und genau, deswegen schreibe ich. Oder um es mit Tolkiens Gandalf zu sagen, jetzt kommt der jede Sprecher. gute Geschichte verdient es, ausgeschmückt zu werden. Bruder, das hast du gut gesagt. Ja. Es hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, ne? Ich meine, du kannst natürlich einen total fiktiven Roman schreiben und jeder weiß, das ist sowieso nur Erfindung.
Du schreibst ja etwas, was auch mit Wahrheit zu tun hat, mit Wahrhaftigkeit. Ja, und hast du beim Schreiben gespürt, dass manche Themen dann auch mächtig polarisieren könnten? Mhm, absolut. Also dieses Oder war das extra so angelegt? Es war tatsächlich, also in mir wohnt ja dieser kleine Provokateur. Ich liebe eine gewisse Provokation. Ich denke, es ist auch langweilig, das Leben ohne Provokation. Wie viel dokumentarische Realität steckt in deinem Weltentwurf? Und wo beginnt denn hier die Verdichtung? Das ist natürlich sehr literarisch ausgedrückt. Du bist Autor, hallo? Aber nicht unbedingt ja gut, okay. Literat natürlich auch. Also ich wollte damit sagen, es wirkt einfach sehr hoch, ist sehr gestochen und dokumentarische Realität. Es ist auf jeden Fall, ich denke, dass ich viel von Realität abbilde. Insgesamt diese ganze Geschichte von Rettung, von Erlösung, von Kampf, das sind ja die Grundfragen eben, die die Menschheit beschäftigt, und das verdichtet sich eben in den Figuren. Und das habe ich genauso angelegt, habe ich da schon am Anfang ein bisschen erwähnt. Die ganzen Zerrissenheiten der Figuren habe ich genauso angelegt, damit eben diese Zerrissenheit auch der Welt da, oder des Geschehens zwischen Himmel und Erde, sagen wir mal so, daran sichtbar wird und dadurch sichtbar wird. Und genau, das ist einfach extrem spannend, dass dich viele große Themen, die die Menschheit bewegen, verdichten lassen auf auch sehr konkrete Dinge, ja, auch in unseren alltäglichen Problemen. Die haben manchmal viel mehr, glaube ich, mit auch den mit der gesamten Weltsituation zu tun, als wir ahnen. Also diese Verstrickung zwischen Schuld zum Beispiel und Sünde zum Beispiel, könnte man sagen, in den Kriegen, im Zweiten Weltkrieg, die Verstrickung von Morden und Verantwortung und wirklichem Hass, was für Auswirkungen das hat noch auf die heutige Zeit und wie sehr das doch in den Menschen drinnen lebt und sie zerreißt. Diese ganzen Dinge, die finde ich extrem spannend und die wollte ich einfach damit reinbringen, so. Es ist aber auch eine Realität, nicht nur zwischen den Figuren, ne? Beim Lesen, je weiter du, sag mal, so Richtung dem dritten Teil, also wenn du 3/4 durch hast, die politische Sprengkraft, die da drin ist natürlich auch nicht ohne, ne? Was da die Verdichtung angeht. Auch da, ist dir da nicht mit ab und zu mal ein bisschen mulmig gewesen? Oder heute noch mulmig? Doch. Also definitiv auch. Ich habe das Buch vor 2007 habe ich die ersten Sachen geschrieben oder angefangen damit, und ich habe dann beschrieben zum Beispiel, dass der Iran Raketen auf Israel schießt und dass es dann Krieg gab, und das haben wir jetzt momentan wirklich erlebt, dass Raketen geschossen wurden. Das war davor undenkbar. Und ich habe sogar die Namen der Raketen, sind die gleichen, wie ich in dem Buch beschrieben habe. Patch 3 zum Beispiel, eine Rakete, die oft eingesetzt wurde, eine Mittelstreckenrakete jetzt da. Und also das ist schon spooky auf jeden Fall gewesen. Oder auch, dass viele Lügen der arabischen Welt gegenüber Israel, dass die so sehr im Westen Fuß fassen, dass Menschen anfangen, Israel zu hassen, weil sie denken, Israel ist grundlegend böse, und das stimmt einfach nicht, und das ist nicht die Wahrheit. Aber die Medien verbreiten auch so viel Propaganda von Hamas und Lüge, die einfach mit reinkommt in diese ganze Geschichte, und eine Grundintention der vieler Islamisten ist eben, Israel zu delegitimieren. Also das ist ein ganz klares, nüchternes Ziel. Das heißt, die rechtliche Grundlage Israels marode zu machen und sie vor den Augen der Welt lächerlich zu machen. Und genau, die wollen genau das erreichen, und das erreichen sie auch mit ihrer Propaganda mittlerweile. Und was jetzt geschieht in Städten Europas, wo Synagogen brennen, wo israelische Fahnen brennen, das ist 1:1 ein Ausfluss von Lüge. Lüge bedingt Hass. Lüge generiert Hass. Und das ist das Schreckliche. Und deswegen bin ich ein Mensch, der die Wahrheit liebt, und deswegen stehe ich für die Wahrheit auf, auch in meinen Büchern, kompromisslos. Und das regt einige Leute vielleicht auf, aber es ist unglaublich wichtig, glaube ich. Ja. Was man ja auch merkt in deinem Buch ist, Licht hat eine ganze Menge damit zu tun, ne? In deinem Roman ist das Licht mehr als nur eine Helligkeit. Ja, das verändert Wesen, das verändert Räume, das verändert Realitäten.
Es ist nicht nur ein Symbol, sondern irgendwie hat man das Gefühl, dass es auch ein Akteur ist. Was bedeutet es für dich im Zusammenhang in deinem Epos? Licht ist eine grundlegende Metapher. Erstens mal der gesamten Welt für das Gute, aber insbesondere natürlich auch die Bibel redet von Licht für das Reich des Himmels. Das ganz am Anfang schon bei die Schöpfung, wo Genesis beschreibt, oder erzählt, wie die Schöpfung geschehen war, heißt es werde Licht. Also Gott hat gesprochen, es werde Licht. Das war das Erste, was er gesprochen hat. Und Licht hat die Welt erhellt und erst dann wurde alles andere sichtbar und geschaffen. Und das das sind, glaube ich, mächtige Realitäten und das sieht man ja auch in der Kosmologie. Also ich habe mich natürlich auch wirklich viel mit Astronomie beschäftigt oder ich liebe das. Ich habe auch ein kleiner Spoiler, einen Thriller über die Tore der Sterne, also über den Kosmos geschrieben. Und wie heißt das? Die Tore der Sterne heißt das Buch. Die Tore der Sterne. Ja, genau, hat auch der liebe Jörg vertont. Also lasst es euch nicht entgehen, Leute. Das ist stark. Und auf jeden Fall dieses Licht. Dieses Licht ist die Energie ist irgendwann so hoch gewesen. Und ich würde sagen, das war letztendlich eine metaphysische Energie, aber diese Energie wurde eben so stark, dass sich dass Sterne entstanden sind. Also irgendwann, wenn Energie stark genug wird, dann fangen im Körper an zu brennen. Ja, und dann entflammen die Sterne sozusagen. Das habe ich dann auch beschrieben. Und dann beginnt Leben und dann mit dem Licht beginnen eben auch die ganzen energetischen Prozesse und so weiter. Und durch das Licht ist die Sonne, oder durch Licht leben wir. Also ohne Licht, wie gesagt, kann nichts bestehen, ist nichts sichtbar, ist alles tot und deswegen ist Licht eine grundlegende Metapher für das Leben in allen Religionen. Ja. Genau. Soweit erstmal. Jörg, du hast da ja auch so schöne Passagen immer wieder gehabt, die du so schön vorgelesen hast. Ja. Gleich am Anfang, ne? Ja. Das ganze Ding geht ja los, als der Diener aufstand und so weiter. Der geneigte Leser oder so Hörer weiß und so weiter. Oder hier, was wir gerade vorhin hatten von Dor. Aus seiner Mitte strahlte gleißendes Licht hervor. Ja, oder diese Anfangsstelle, und siehe, das ganze Bergland war voller Pferde und Streitwagen aus Feuer. Und dann gibt's eine Szene, in der auch wieder reines Gold fließt, da heißt es, da floss reines Gold und ein toter Mann inmitten eines Kreises aus glänzendem Gold, der alle Dunkelheit vertrieb. Und Licht ging von ihm aus, strahlende Helligkeit. Die Dunkelheit konnte ihm nichts mehr anhaben. Und ganz fast zum Schluss vor einem schwachen Menschen, über dessen Haupt nun 7 Sterne leuchteten. Herrlich, genau. Herrliche Bilder. Herrliche Bilder. Ja. Und das ist Licht, das ist unwahrscheinlich mächtig. Und also im Geistlichen, ja, Erleuchtung, Offenbarung hat ja auch mit Licht, mit dem inneren Licht zu tun. Ja. Und dann eben auch im Materiellen. Also Licht ist Leben und Leben ist Licht. Und all diese Sachen, die wir gerade gehört haben, sind ja wirklich Dinge, da merkt man ganz genau, dir geht es um Licht. Ja, und dir geht es bei dem Licht auch noch um etwas, ja, vielleicht sogar noch viel Wichtigeres. Ich nenne das mal Liebe. Ja, yes. Wie verbindest du das? Das Licht, das Gleißende, das immer wieder durch deinen Roman geht, hin zur Liebe. Denn es ist ja auch irgendwo eine Liebesgeschichte, die da drin stattfindet. Man sagt ja, das Licht der Liebe, gibt's ja dieses Wort. Liebe lässt Dinge klar werden. Also durch Liebe sehen wir oft Realitäten überhaupt erst. Also Liebe lässt wirklich Licht in die Seele hinein, in die dunkle Seele, die manchmal sehr verdunkelt ist. Und wenn ich anfange zu lieben oder wenn ich auch geliebt werde, da kommt Licht rein, inneres Licht. Und durch dieses Licht sehe ich andere Dinge, sehe ich andere Menschen in einem ganz anderen Licht, ja, in einer ganz anderen Perspektive. Und das Liebe erhält, und dann ist auch dieses Element vom Strahlen, also Licht. Also Liebe hat etwas Strahlendes und Licht hat auch etwas Strahlendes und das schaut dann auch wahrscheinlich schön aus, ja, wenn etwas strahlt. Ja, ein Mensch, der vor Liebe strahlt,
man kann auch sagen, er strahlt, da ist ein inneres Licht in ihm, sagt man ja dann auch. Wenn jemand total verliebt ist, dann sagt man ja, du leuchtest richtig. Ja, und also das sind zwei Dinge, die eigentlich parallel genommen werden können, Licht und Liebe, für mich. Okay. So zum Abschluss. Frage an euch beiden. In erster Linie natürlich an Daniel. Aber ich ziehe jetzt gerade Jörg vor. Was möchtest du dem geneigten Podcast-Hörer gerade mitgeben, dass er gar nicht anders kann, als dieses Buch lesen zu müssen? Ich glaube, meine Antwort fällt fast genauso aus wie zum Ende des ersten Podcasts. Dieser Roman lädt ein in eine Welt, die zugleich Fantasie ist und Realität auf einer Ebene, wie wir sie nur durch den Glauben letzten Endes erfassen können. Das ist das ist mein Fazit aus dem ganzen Roman letzten Endes, diese Verquickung von Fantasie, biblischer Wahrheit, einem Blick in die unsichtbare Welt und die Einladung, da hineinzugehen und für sich selber rauszufinden, wie viel davon kann meine persönliche Realität werden und letzten Endes auch, wer ist dieser Jesus, über den der Daniel die ganze Zeit so schwadroniert und schwärmt. Tut er ja gar nicht. Er hat ihn mehrfach liebend erwähnt. Wann das denn? Jetzt gerade in diesem Podcast. Podcast. Orgcast. Nein, passt alles. Ist okay. Okay, Jetzt zu Daniel. Ja. Jetzt darf ich antworten. Ich habe ja diesen Roman genannt, Hinter dem Schleier der Welt, und ich hatte einfach dieses Bild davon, wie ein Nebelschleier, der über der Welt liegt, ein dunkler Nebelschleier, wie wenn du im Nebel bist. Und ich war früher oft im Gebirge mit meinen Eltern und wir sind die Berge hochgefahren, wir waren im tiefen Nebel und dann kam das Licht und es wurde immer heller und heller. Und man konnte immer mehr Dinge erkennen. Dann mit einem Mal wurde es so strahlend. Und diese Strahlen, das habe ich im Herzen gehabt, das wollte ich vermitteln, dass ein Leser oder ein Hörer zu diesem Strahlen kommt, dass er erkennt, und das ist eine Realität, dass er erkennt, die Wahrheit macht frei und die Wahrheit lässt Dinge strahlen und in der Dunkelheit, in der du bist, die muss nicht immer dunkel bleiben. Es gibt Wege, dass der Schleier gehoben wird und wir etwas ganz sehen. Ja, das hat ja sogar Tolkien erwähnt in der Passage, glaube ich, aus dem Herr der Ringe, dass er hinter dem Schleier sieht eine Welt voller Grün und voller Leben und eine wunderschöne Welt. Das sind so Worte aus Tolkien und ich habe es eben als Schleier definiert. Und diesen Schleier, den spüre ich und den sehe ich bei vielen Menschen. Der war bei mir auch auf mir gelegen, wo ich Dinge nie klar gesehen habe, wo ich in Dunkelheit war. Und es gibt einen Weg ins Licht. Und diesen Weg ins Licht, diese Reise ins Licht, wollte ich beschreiben. Ich habe das angelegt ganz am Anfang, und das haben mir viele auch Verlage vorgeworfen, das fängt so düster an und so dunkel. Das ist ganz bewusst so angelegt, aus der Dunkelheit ins Licht hinein. Und das ist der Weg, den, glaube ich, viele Menschen gehen können und den die Bibel uns geebnet hat, gezeigt hat. Amen. Amen. Hinter dem Schleier der Welt ist kein Roman, den man einfach so konsumiert. Er konfrontiert, er stellt Fragen nach Wahrheit, nach Verantwortung, nach dem, was passiert, wenn Licht nicht nur tröstet, sondern auch fordert. Israel ist dabei kein bloßer Schauplatz, sondern ein Brennpunkt von Geschichte, Glauben und menschlichen Abgründen. Und genau hier beginnt die eigentliche Reise. Danke fürs Zuhören, bleibt wachsam und hebt den Schleier.